Hallo zusammen in einem neuen Video. Ich würde euch gerne einmal die Ambientebeleuchtung in diesem Video zeigen und dann auch noch den automatischen Fernlichtassistenten. Ja, müssen wir mal gerade gucken. Intelligentes Fernlicht, genau. Das ist einmal das da. Sekunde. So. Automatisches Umschalten zwischen Fern- und Abblendlicht, um Gefahren bei Nachtfahrten zu verringern. So, und das ist auf Auto alles eingestellt. Schauen wir mal, wie er sich meistert, ob er Leute blendet oder ob es sauber funktioniert. Genau, dann springen wir nochmal wieder in die Ambientebeleuchtung. Jetzt ist es gerade auf eine feste Helligkeit eingestellt und in dem Ton Blau, wie man dort sieht. Dann gibt es noch das ruhige Atmen. Dann ist das so am Pulsieren. Dann gibt's noch geschwindigkeitsabhängig. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen schneller fahren würden, wir stehen ja gerade noch, dann würde es ein bisschen heller werden und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch zur Musik. Also das heißt, wenn wir jetzt Musik anmachen, dann würde das zu dem Bass pulsieren. Ich glaube, alles verständlich. Dann gibt es noch Schleife. Das heißt, da werden alle möglichen Farben ineinander gemischt. Aber ich muss sagen, also das gefällt mir auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, fest. Und ich mag es auch, feste Helligkeit und dann eine Farbe auszuwählen. Mit so das schöne Lila. Das macht dann schon einiges her, finde ich. Ich finde, das ist auch nicht so Disco-mäßig oder halt wie bei Mercedes, finde ich, das ein bisschen übertrieben. Ich finde das echt dezent und schön. Ne? Genau. Das wäre jetzt erstmal so die Ambiente-Beleuchtung. Wenn ihr da auch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, Dann würde ich gerne noch mal einmal ansprechen. Leider gucken, also was heißt leider, es gucken sehr viele Leute das Video oder die Videos, aber abonnieren tun leider nur die wenigsten. Da würde ich mich extrem drüber freuen, wenn ihr da ein Abo dalassen würdet bei mir, um mich weiter zu supporten und genau, dass ich mit dem Channel weiterkomme. Danke erstmal für die ganzen Feedbacks, für das Zusprechen der Videos und ich probiere natürlich auch alles zu verbessern und auf euch zu hören und viele Sachen, die jetzt eventuell nicht sein müssten, dann rauszuschneiden. Genau, dann würden wir jetzt mal schon in die Fahrt gleich einspringen und schauen, wie er sich mit dem automatischen Fernlichtassistenten schlägt. So, wir fahren jetzt gleich hier aus dem Ort raus, weil in Ortschaften das wohl nicht funktioniert, so wie ich das verstanden habe. So, wir fahren jetzt gleich 70, genau, sind außerhalb des Ortes. Katze. Oh, jetzt hat er den Fernlichtassistenten gerade angemacht. Ihr seht, weil wir jetzt außerhalb sind. Und jetzt hat er ihn wieder ausgeschaltet. Wahrscheinlich vor der Kurve. Mal schauen, wie der genau funktioniert. Das ist wirklich jetzt meine erste richtige Nachtfahrt, die ich jetzt einmal teste. Gucken. Zack, da merkt er, wir gehen außerhalb und es ist weit in die Ferne zu gucken. Und jetzt hat er sie eingeschaltet. Also ausleuchten tut er gut, muss man sagen. Da sieht man schon einiges.
Jetzt ist nur noch interessant, wenn jemand entgegenkommt, wie er dann reagiert. Ob er ihn dann ausmacht oder denjenigen blendet. Aber es ist schon sehr krass, finde ich, nach vorne gerichtet. So seitlich. Oh, jetzt kommt jemand. Mal schauen. Dann macht er ihn aus. Das hat schon mal geklappt. Ich hoffe, er bleibt auch aus. Oh, das sieht soweit gut aus. Vielleicht ein bisschen einen Ticken spät, finde ich. Das hätte er... Und jetzt macht er ihn auch wieder an. Also es funktioniert auf jeden Fall. Das sehen wir hier schon mal. Es ist nur die Frage, ob es nicht ein bisschen zu spät war. Das müssen wir noch mal ein, zwei Mal testen. Aber auf jeden Fall die Fahrbahn und wie weit das leuchtet, das ist schon... Und wie stark. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen sogar geblendet von den ganzen Schildern. Weil die so viel zurückstrahlen an das Licht. Das ist schon heftig. Leuchtkraft ist auf jeden Fall gegeben. So, und wenn man in den Ort reinkommt, dann schaltet er das auch aus. Habt ihr gerade gesehen. Da ist auch jemand gerade, der uns entgegenkommt. Und er lässt das aus, das ist schon mal gut. Schauen wir mal, ob er das gleich irgendwann wieder einschaltet. Aber innerorts scheint er das nicht zu tun. So, da hinten kommt jetzt auch gleich einer. Und er hat ihn ausgeblendet. Also ausgemacht. Sehr gut. Schön wäre es natürlich jetzt, wenn ich sehen könnte, wie er das wahrgenommen hat, aber er hat jetzt keine Lichthupe oder so gemacht, von daher, das war auch recht weit weg. Ich würde behaupten, das war super. Und jetzt schauen wir mal. Und er macht ihn wieder an. Also, ich finde, er macht seinen Job super. Also, das fand ich super. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass das Kacke ist. Und wie gesagt, die Leuchtkraft hier, ich weiß nicht, ob ihr das am weißen Schild gerade gesehen habt. Und wie weit auch vor allem, das ist schon der Hammer. Es könnte mir sogar für mich selber ein Ticken weniger sein. Weil es einfach sehr, sehr... Jetzt gucken wir mal, da kommen seitlich welche. Hat er auch... Ach nee, ja, okay, das kann jetzt aber auch wegen der Kreuzung wieder sein oder wegen der Geschwindigkeit. Oh, das ist auch gut. Wir schauen gleich mal, dass wir hinter denen da vielleicht fahren können. Und vielleicht auch so verzögert, dass erst der Fernlichtassistent an ist und dann, wenn wir sie im Blick haben, dass er dann ausgeht. Das wäre natürlich toll. Natürlich haben wir natürlich erst grün. Naja. Drehen wir einmal. Jetzt macht er ihn an, das ist super. Genauso wie es sein soll. Also ich muss sagen, funktioniert. So, jetzt kommt einer entgegen, zack, er sieht ihn, schaltet aus. Einwandfrei. Da kann man nicht meckern. So, dann hat er jetzt noch einen gesehen, dann hätte er jetzt wieder eingeschaltet, hätte er, aber so, dann schauen wir mal. Ist er weg, zack, und er schaltet ihn wieder ein. Wahnsinn, also klappt super, ich weiß nicht. Es wurde ja irgendwie, ich habe Videos gesehen vor so 2 Monaten, 3 Monaten, da haben viele gesagt, dass das echt beschissen wäre. Also, dass man den in die Tonne treten kann, den Fernlichtassistenten. Aber ich muss sagen, funktioniert. Ich finde, besser kann er es kaum machen.
keine Lichthupen, absolut weite Leuchtkraft, absolut top. Ich bin begeistert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hier auch, seht ihr das gerade wieder? Ich bin nicht von der Geschwindigkeit runtergegangen, sondern er weiß jetzt, dass hier eine Kreuzung kommt und schaltet hier einfach schon mal aus. Das nenne ich mal intelligenter Fernlichtassistent. Also Fernlichtassistent. So, Entschuldigung. Ja, dann würde ich sagen, beende ich mal das Video. Bitte liked, kommentiert und abonniert. Das Abonnieren, das muss wirklich, da würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr den Button einmal drücken würdet. Das kostet nichts. Ihr supportet mich damit extrem und ihr verpasst vor allem keine Videos mehr zu dem Xpeng P7 Plus. Und ich fahre den Daily, ich kriege auch kein Geld, keine Werbung mache ich. Das ist einfach meine ehrliche Meinung zu den Themen dann von dem Auto. Da ist Positives und Negatives dabei. Ja, bitte drückt auf Abonnieren. Danke euch und bis zum nächsten Video. Bis dann.